In den letzten Jahren haben sich die Schlachtfelder rasant verändert, und die Türkei gehört zu den Ländern, die diese Veränderung anführen. Doch wie konnte die Bayraktar TB2-Drohne, eine revolutionäre Kraft im Kampf gegen den Terrorismus, so effektiv werden? Lautlos startet sie, erkennt ihr Ziel mit millimetergenauer Präzision und zerstört es sofort. Doch welchen Vorteil bietet dieses unbemannte Luftfahrzeug den Sicherheitskräften? Hier ist die entscheidende Rolle und der Erfolg der Bayraktar TB2 im Kampf gegen den Terrorismus. Bevor wir ins Video starten, wenn ihr euch für Militärtechnologie und Strategien interessiert, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. In den letzten 5 Jahren hat die Türkei bedeutende Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus erzielt. Die türkischen Streitkräfte haben mit ihren Operationen einen Großteil der Terroristen unschädlich gemacht. In dieser Zeit wurden insgesamt 48.000 Terroristen neutralisiert, wobei die Bayraktar TB2-Drohnen eine der wichtigsten Komponenten dieses Kampfes waren. Die Bayraktar TB2 war nicht nur auf konventionellen Schlachtfeldern erfolgreich, sondern auch im Kampf gegen den Terrorismus. In den letzten 5 Jahren wurden insgesamt 31.500 Terroristen durch den Einsatz der Bayraktar TB2 neutralisiert. Dies entspricht 70% der gesamten ausgeschalteten Terroristen. Mit ihren präzisen Schlägen und ihrer hochentwickelten Technologie hat sich die Bayraktar TB2 als strategische Waffe im Kampf gegen den Terrorismus bewährt. Die Wirkung der Bayraktar TB2 auf dem Schlachtfeld ist beeindruckend. Doch sie ist nicht nur ein militärisches Einsatzmittel, sondern auch eine entscheidende Waffe der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus. Die Erfolge sowohl bei inneren als auch bei externen Operationen zeigen, dass eine neue Ära im türkischen Antiterrorkampf begonnen hat. Die Errungenschaften der Bayraktar TB2 repräsentieren weit mehr als nur ein Kampffahrzeug. Heute hat sie sich einen so wichtigen Platz erobert, dass sie als der neue König im Kampf gegen den Terrorismus bezeichnet wird. Diese Entwicklungen beeinflussen nicht nur die Verteidigungsfähigkeit der Türkei, sondern verändern auch die globalen Sicherheitsdynamiken. Lasst uns nun gemeinsam einen genaueren Blick auf die Fähigkeiten der Bayraktar TB2-Drohne werfen. Die Bayraktar TB2 ist eine unbemannte Luftfahrzeugplattform mit mittlerer Flughöhe und langer Flugdauer, die für Langstreckenaufklärungs- und Angriffsmissionen entwickelt wurde. Sie hat eine Spannweite von 12 Metern, eine Länge von 6,5 Metern und eine Höhe von 2,2 Metern. Der Rumpf besteht aus einer Kombination von Verbundwerkstoffen und Aluminiumlegierungen. Mit einem 100 PS starken Rotax 912 Verbrennungsmotor kann die TB2 eine maximale Geschwindigkeit von 130 Knoten, ca. 240 km pro Stunde, erreichen. Sie hat eine Flugdauer von bis zu 27 Stunden und kann operativ auf eine Höhe von 8.200 Metern steigen. Während sie über eine Bodenstation in einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern gesteuert werden kann, ermöglicht die Integration einer Satellitenverbindung Einsätze über weitaus größere Entfernungen. Im Bereich der Aufklärungs- und Zielsysteme verfügt die TB2 über hochentwickelte Technologien. Mit ihrer elektrooptischen Infrarotkamera, dem Laserzielmarkierer und präzisen Zielverfolgungssystemen kann sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht und unter allen Wetterbedingungen hochpräzise Zielerfassungen durchführen. Durch die Echtzeitbildübertragung liefert sie kontinuierlich Informationen an Einsatzzentralen und trägt so zur effektiveren Koordination der Sicherheitskräfte vor Ort bei. Hinsichtlich ihrer Bewaffnung kann die Bayraktar TB2 an 4 verschiedenen Stationen Munition tragen. Ausgestattet mit den intelligenten Munitionssystemen MAML und MAMC ist sie in der Lage, präzise Schläge gegen Ziele auszuführen. Die MAML wiegt 22 Kilogramm und ermöglicht hochpräzise Treffer auf feindliche Ziele. Die leichtere MAMC wiegt 6,5 Kilogramm und ist besonders effektiv gegen bewegliche Ziele. Mit einem maximalen Abfluggewicht von 650 kg ist die TB2 dank ihrer kosteneffizienten Einsatzstruktur ein bevorzugtes Mittel für groß angelegte Operationen der Sicherheitskräfte. Ein entscheidender Aspekt im Kampf gegen den Terrorismus ist die kontinuierliche Aufklärungs- und Überwachungstätigkeit. Mit ihrer Fähigkeit, bis zu 27 Stunden in der Luft zu bleiben, kann die Bayraktar TB2 große Gebiete über einen langen Zeitraum hinweg überwachen und durch die Bereitstellung von Echtzeitinformationen die operative Effizienz steigern. Dadurch können terroristische Bewegungen kontinuierlich verfolgt und den Sicherheitskräften umgehend mitgeteilt werden. Dank ihrer hochentwickelten elektrooptischen Infrarotkameras und Laserzielmarkierungssysteme kann sie Ziele sowohl bei Tag als auch bei Nacht und unter allen Wetterbedingungen mit höchster Präzision erfassen. Die Bewaffnung mit MAML und MAMC ermöglicht gezielte Angriffe auf terroristische Ziele,
wodurch zivile Verluste minimiert und feindliche Elemente effizient ausgeschaltet werden können. Einer der größten Vorteile der Bayraktar TB2 ist ihre Kosteneffizienz und operative Flexibilität. Im Vergleich zu konventionellen Kampfflugzeugen sind die Betriebskosten der TB2 erheblich geringer. Während die Betriebskosten eines F-16 Kampfflugzeugs pro Flugstunde etwa $25.000 betragen, liegen die Kosten für eine TB2 weit darunter. Zudem erfordert sie keinen Piloten, wodurch das Risiko von Menschenverlusten auf Null reduziert und Einsätze effizienter durchgeführt werden können. Durch die Fähigkeit zur Echtzeit-Bildübertragung liefert sie unmittelbare Informationen an die Einsatzzentralen, wodurch Bodentruppen besser koordiniert werden können. Beispielsweise kann ein durch die TB2 erfasstes terroristisches Ziel umgehend den Sicherheitskräften gemeldet und bei Bedarf durch einen Luftschlag neutralisiert werden. Die vollständige Produktion mit nationalen und einheimischen Ressourcen ermöglicht es der Türkei, ihre Abhängigkeit von ausländischen Verteidigungsindustrien zu reduzieren und strategische Autonomie zu gewinnen. Gleichzeitig können alle Prozesse wie Ersatzteilbeschaffung, Wartung und Weiterentwicklung der TB2 vollständig von der Türkei durchgeführt werden, was die operative Flexibilität weiter erhöht. Die Bayraktar TB2 ist eine kosteneffiziente, vollständig in der Türkei hergestellte unbemannte Luftfahrzeugplattform, die sowohl Aufklärungs- als auch Angriffsmissionen erfolgreich durchführen kann. Dank ihrer langen Flugdauer, der hochpräzisen Zielerfassung und Angriffsfähigkeit, der niedrigen Betriebskosten, der Echtzeitinformationsübertragung, der vollautonomen Flugfähigkeiten und ihrer rein nationalen Produktion ist sie zu einem der entscheidendsten Elemente im türkischen Kampf gegen den Terrorismus geworden. Zusammenfassend hat sich die Bayraktar TB2 zu einem System entwickelt, das die Spielregeln im Kampf gegen den Terrorismus verändert. Mit ihrer langen Flugdauer, ihrer präzisen Schlagkraft und ihrer Fähigkeit zur Echtzeitaufklärung bietet sie den Sicherheitskräften einen erheblichen Vorteil im Einsatzgebiet. Ihre kostengünstigen Einsatzmöglichkeiten und ihre nationale Produktion machen sie nahezu konkurrenzlos. Der Erfolg der Türkei in der Verteidigungsindustrie wird sich in Zukunft weiterentwickeln und weiterhin zur Sicherung der türkischen Grenzen und Sicherheit beitragen. Unterstützen Sie uns, indem Sie das Video liken und kommentieren, und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Bis zum nächsten Video.